Ich teste das neue Ultra-Kit von Telmigene. Was kann dieses erweiterte DNA-Analysepaket? Wie schneidet es im direkten Vergleich zum bereits getesteten Advanced Kit ab? Und lohnt sich der Aufpreis? Das erfahrt ihr hier. Für dieses Video hat mir Telmigene das neue Ultra-Kit kostenlos zur Verfügung gestellt, um es für euch zu testen. Deshalb ist das Video auch mit Werbung gekennzeichnet. Vielen Dank an dieser Stelle. Bevor ich thematisiere, was genau das Ultra-Kit im Vergleich zum Advanced Kit bietet, schauen wir uns das Teil mal genauer an und packen es gemeinsam aus. Hier ist das Paket im neuen Design, sehr schmal und kompakt. Es hat sogar in meinen Briefkasten gepasst. So you think I'm skinny? So, dann öffnen wir das Ganze mal. So, und hier haben wir eine Anleitung mit dem persönlichen Kit-Code und ein Tupfer für die Speichelprobe. Also deutlich reduzierter als das Advanced Kit. Das hier ist übrigens die Variante mit dem Tupfer und einem Trockenbeutel. So, ich warte jetzt noch ein paar Minuten, weil ich vor einer halben Stunde ungefähr Wasser getrunken habe. Und man soll ja eine Stunde vor dem Gebrauch nichts essen, nichts trinken. Weder auch nicht rauchen, Zähne putzen oder Kaugummi kauen. Entsprechend der Anleitung habe ich die Seite telmigene.com/welcome aufgerufen und die Art meines Kits ausgewählt. Hier ist die Probe mit dem Tupfer, also für den Abstrich. Und da werde ich jetzt den Tupfer vorsichtig entfernen. So. Ich werde den Tupfer jetzt an der Innenseite meiner Wangen reiben, für ca. 20 Sekunden mindestens, und dann hier zurück in den Trockenbeutel packen. Der weiße Kopf sollte sich am Boden des Beutels befinden, um das Trocknen des Tupfers zu erleichtern. Und man darf auch keine Plastikfolie oder andere Materialien hinzugeben, da das die Trocknung beeinflussen kann. Und ab geht's rein. Und jetzt, diese Linie muss ich schließen. Das Ganze versiegle ich jetzt mit dem Etikett mit der Nummer des Kits drauf. Das sieht dann so hier aus. Und das kommt jetzt in den kleineren weißen Umschlag, der dabei war. Ziehen wir dann die Klebeseite zu. Ups. Das kommt jetzt in die Versandtasche. Zack. Einpacken und dann geht's ab ins Labor. Die Versandkosten übernimmt Telmigene und in ein paar Wochen, ca. 4 bis 6, manchmal auch ein bisschen früher, je nach Region, treffen dann planmäßig die Ergebnisse ein. Telmigene ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Spanien und internationaler Vernetzung, das DNA-Tests anbietet, um personalisierte genetische Informationen über Abstammung, persönliche Merkmale und vor allem die Anfälligkeit für Krankheiten zu liefern. Vor einem Jahr habe ich bereits ihr Advanced Kit ausprobiert und transparent bewertet. Darin bin ich auch auf die allgemeinen Grundlagen und wichtige Hinweise zu Online-DNA-Kits eingegangen. Thema Interpretation und Datensicherheit, schaut dort gerne vorher rein. Im Vergleich bietet das Ultra-Kit alles, was auch das Advanced Kit beinhaltet und noch mehr. Beim Telmigene Ultra-Kit handelt es sich um eine komplette Genomsequenzierung bzw. Whole Genome Sequencing, kurz WGS, mit 30-facher Sequenztiefe. Das bedeutet, Telmigene liest unser gesamtes menschliches Genom, die gesamten Erbinformationen in unseren Zellkernen, mit sehr hoher Genauigkeit. 30-fache Sequenztiefe bedeutet, dass jede Position in der DNA im Durchschnitt etwa 30 Mal gelesen wird. Dies führt zu sehr genauen und zuverlässigen Ergebnissen, da die Wahrscheinlichkeit von Lesefehlern minimiert wird. Das ist ungefähr vergleichbar damit, ein Buch 30 Mal zu lektorieren und zu korrigieren, um Tippfehler auszuschließen. Besonders an dem Ultratest ist, dass nicht nur häufige genetische Variationen, die sogenannten SNPs, Einzelnukleotid-Polymorphismen, erfasst werden, sondern auch seltene Varianten. Kurz zur Einordnung: Unsere DNA besteht unter anderem aus Basen.
Adenin, Guanin, Cytosin oder Thymin. Ihre Abfolge ergibt die Erbinformation und damit den Code für das Leben auf der Erde. Ein SNP tritt auf, wenn eine einzelne Base an einer bestimmten Position durch eine andere ersetzt wird. Das führt dazu, dass die Aminosäuresequenz des entsprechenden Proteins verändert wird, was wiederum unser Risiko für bestimmte Krankheiten erhöht oder verringert und unsere persönlichen Merkmale beeinflusst. Der Ultratest berücksichtigt vor allem strukturelle Veränderungen in der DNA wie Kopienzahlvariationen, bei denen eine vergrößerte oder verringerte Anzahl von Kopien eines bestimmten DNA-Abschnitts vorliegen. Er untersucht nach großen Insertionen und Deletionen, also ob Teile in der DNA durch Mutation spontan neu eingefügt sind oder fehlen. Und er analysiert Tandemwiederholungen, also DNA-Sequenzen, bei denen sich kurze Basenabfolgen direkt hintereinander wiederholen, sowie Umlagerungen, Rearrangements von DNA-Abschnitten im Genom. Bitte beachtet, auch wenn das Kit sehr leistungsstark ist, ersetzt es bei gewissen medizinischen Fragestellungen nicht unbedingt einen klinischen Diagnosetest. Mehr Daten heißt nicht unbedingt mehr Klarheit. Insbesondere seltene Varianten brauchen unter Umständen fachärztliche Interpretationen, da nicht alle Mutationen einen klaren Krankheitswert haben. Die Ergebnisse zeigen nicht, dass man eine entsprechende Krankheit 100%ig entwickelt, sondern dass das biologische Grundrisiko erhöht ist, wenn bestimmte Faktoren dazukommen. Wichtig ist dabei also zu verstehen, dass solche genetischen Tests keine Krankheiten direkt vorhersagen. Sie bewerten mittels der Gene biologische Prozesse, die bei bestimmten Krankheitsbildern eine Rolle spielen können. Das Advanced Kit für 149 € analysiert 750.000, umgewandelt in rund 13 Millionen Varianten. Also nicht das komplette Genom, aber genug, um rund 430 Berichte zu den Kategorien Gesundheit mit Krankheiten und Erbkrankheiten, Abstammung, Pharmakogenetik mit Verträglichkeiten von Medikamenten, Wellness und persönliche Eigenschaften zu liefern. Das Ultra-Kit für 299 € untersucht dagegen rund 3 Milliarden DNA-Bausteine und man bekommt 600 neue Berichte in denselben Kategorien, darunter über 200 neue Elemente für Erbkrankheiten. Es ist doppelt so teuer wie das Advanced Kit, liefert dafür aber mehr Daten. Das Ultra-Kit von Telmigen kombiniert einen vergleichsweise breiten Reportumfang unter den kommerziellen Anbietern für 30-fache Genomsequenzierungen. Zusätzlich unterstützt das Ultra-Angebot den Download von den DNA-Sequenzierdaten, also den speziellen Dateiformaten der Bioinformatik, FASTQ und VCF. 3 kostenlose Downloads pro Jahr, weitere für 4,99 € pro Download. Ein relevanter Unterschied ist die Möglichkeit der Aktualisierung der DNA-Daten. Beim Advanced Kit werden diese kostenlos aktualisiert, wenn im Rahmen der Genforschung neue Erkenntnisse erlangt werden. Das Update beim Ultra-Kit ist im Telmigene Plus Abo integriert. Das erste Jahr bekommt ihr Telmigene Plus kostenfrei. Wenn ihr danach weiterhin konstant Aktualisierungen zu bestehenden Berichten nach neuesten Erkenntnissen der Forschung bekommen möchtet, müsstet ihr dieses Telmigene Plus Abonnement nutzen und 19,99 € jährlich zahlen. Telmigen hat sich für dieses Zahlungsmodell entschieden, weil die Datenspeicherung und Verarbeitung auf ihren Servern sehr hohe Rechenkosten verursacht. Denn das Advanced Kit umfasst 20 Megabyte Daten genetischer Informationen, das Ultra Kit 90 Gigabyte. Irgendwo muss das Unternehmen diese technischen Kosten decken. Die Ergebnisse sind da. Als erstes wurde eine sehr umfangreiche Liste zusätzlicher genetischer Erbkrankheiten untersucht. Bei mir wurden in diesen Bereichen keine relevanten Varianten festgestellt. Bei den genetischen Anfälligkeiten für Krankheiten, Eigenschaften, Wellnessfaktoren und Pharmakologie stimmen die Einordnungen größtenteils mit denen des Advanced Kits überein. So bleiben beispielsweise die leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit für Zwerchfellbruch und Divertikel unverändert bestehen, was das Risiko quasi nochmal bestätigt. Es gibt jedoch einige interessante Abweichungen. Die zuvor mittlere Wahrscheinlichkeit für Bauchhernie und idiopathische Lungenfibrose wurde im Ultra-Kit auf hoch angehoben. Solche Unterschiede entstehen, weil das Ultra-Kit deutlich mehr genetische Marker präziser auswertet. Neue einbezogene Varianten können daher bestehende Einschätzungen verstärken oder abschwächen. Für mich persönlich ist besonders interessant, dass mehrere der erhöhten Risikowerte
auf genetische Faktoren hinweisen, die mit Gewebereparatur, Narbenbildung und Entzündungsreaktionen zusammenhängen. Neben diesen Änderungen gab es auch einzelne Neubewertungen in andere Richtungen. So wurde beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für ein hohes Geburtsgewicht im Ultrakit niedriger eingeschätzt, was leider nicht so ganz zutrifft, während zum Beispiel das Akne-Risiko, zuvor gering, nun als erhöht eingestuft wird, was dann eher zu meinen persönlichen Erfahrungen passt. Zusammenfassend lässt sich sagen, Advanced versus Ultra oder auch DNA-Test Light trifft DNA-Test All You Can Eat. Das Advanced Kit sagt euch, ich kenne dich gut. Das Ultra Kit sagt, ich kenne dich wirklich. Wenn ihr einen soliden Überblick wollt und euch 430 Berichte reichen, dann ist das Advanced Kit sehr gut. Alle, die tief in ihr Genom eintauchen wollen und noch präzisere Details über ihre DNA erhalten möchten, für die eignet sich das Ultra Kit. Gerade für Menschen, von denen vielleicht bekannt ist im familiären Kreis, dass Erbkrankheiten vorliegen, würde ich das Ultra Kit vorziehen. Ja, rund 300 € für den Ultratest sind eine Menge Geld und nicht jeder oder jede kann oder möchte so viel für einen DNA-Test ausgeben. Das ist völlig verständlich. Für manche ist das Ergebnis den Preis wert, für andere ist es einfach nicht drin und das ist genauso okay. Wenn ihr überlegt, den Test zu machen, plant ihn am besten wie eine größere Anschaffung. In Ruhe abwägen, vergleichen und wenn es passt, vielleicht darauf sparen. Mir persönlich hat der Telmegene-Test sehr viel gebracht. Ohne die Erkenntnisse daraus hätte ich vielleicht nicht nochmal die Initiative ergriffen und meine Krankheitsgeschichte untersuchen lassen und hätte dann heute keine Verdachtsdiagnose. Ein dickes Danke nochmal an Telmegene, dass ich den Test vorstellen durfte. Ich hoffe, euch hat der Vergleich ein bisschen Orientierung gegeben. Für mich war es auf jeden Fall spannend, den Ultratest genauer anzusehen. Passt gut auf euch auf und wir hören uns im nächsten Video.